So Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Livestream meinerseits hier an diesem Dienstagabend. Wir haben es den 28. November 2023, 18:48 Uhr. Und dann in der Tat zurück in der 738 hier heute. Wurde mal wieder Zeit jetzt. Aber nachdem ich da gestern die Probleme mit Phoenix hatte, denke ich, werde ich den jetzt erstmal für eine Zeit in den Hangar stellen. Aber das war ja irgendwie frech. Gestern, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was mit den Updates bei Phoenix da gerade los ist. Viel angeteasert, aber bisher ist ja noch nicht so viel gekommen. Ich hoffe einfach mal, dass das noch dieses Jahr kommt. Das Update V2 Block 2 wäre das dann ja. Mit dem IAE Engine Model. Ja, ich bin gespannt. Ne, aber gestern, dass der Airspeed Indicator auf einmal random freeze, das ist schon frech. Das war schon frech. Deswegen sind wir heute unter anderem zurück in der 737. Aber auch, weil das IFB nämlich gestern Abend relativ spät noch ein neues Update bekommen hat. Man kann jetzt nochmal einige andere Dinge jetzt auch weiter importieren ins FMC vom IFB, ins FMC. Da ist die Connection verbessert worden und das können wir ja heute mal testen. Ansonsten stehen wir hier auf der Position 28 in Bergen. Und fliegen, ich denke relativ offensichtlich, nach Amsterdam. Und ich glaube, hier hat auch irgendwer wie Lotsenprüfung maybe oder Training auf jeden Fall, weil es ist voll in Bergen aus irgendeinem Grund. ATIS Delivery, Ground, Tower, Approach. Ja, ich sehe hier schon, hier sind zwei Approaches da, aber auf derselben Frequenz. Das heißt, wahrscheinlich schaut dann der eine zu, wie sich der andere so schlägt. Aber das ist wunderbar, dass wir hier ein bisschen ATC haben. Ja, Daniel ist in der Tat frech. Gut. Ich würde sagen, wir springen ins Cockpit. Hier ist alles cold and dark. Und das werden wir jetzt erstmal ändern. Die Bremse, wobei die Chocks sind sowieso. Ja, okay. Chocks in place. Battery. Ground Power. Und Electric Hydraulic Pumps, Voice Recorder. Und die IRS ist auf Nach. Ich bin so ein bisschen außer Übung irgendwie, das müssen wir ändern. Und dann können wir hier direkt die Daten requesten von Bergen nach Amsterdam. Unser Callsign KLM 1184. Der Flug, den wir heute durchführen, das ist jener hier, KLM 1184 von Bergen nach Amsterdam, auch das echte Callsign. Die fliegen die Strecke auch teilweise mit 739, also es ist ganz interessant eigentlich, was da alles so eingesetzt wird. Im Schnitt eine Stunde 14. Jo. Wir können hier mal reinschauen, was hier uns der OFP so verrät. Costnex 35, ATC Callsign KLM 1184, wie gerade schon erwähnt. Estimate Zero Fuel Weight von 57 Tons. Takeoff Weight Estimate 63.8. Landing Weight Estimate 60.1. Mir habe ich so ein bisschen eine Rotze im Hals. Das ist ein bisschen ungünstig, aber naja, ich kann es jetzt nicht ändern. Ach, Amsterdam läuft bei dir nicht, oder was? Das ist natürlich schade. Weil Amsterdam ist eigentlich echt wirklich ein geiler Platz, hast du schon recht, ja. Flight Level, Cruise Flight Level initially 350. Ich denke, wir werden noch höher gehen. Eine Stunde 28 insgesamt. Alternate ist keine Ahnung, was das ist. Extra von 600 Kilo, beziehungsweise 15 Minuten, wie bei mir ja eigentlich immer Standard. Gibt uns einen Block Fuel von 7000 Kilo. Oh, ey, das ist wirklich ätzend. Ich kann nicht richtig reden mit... Ja, was soll ich sagen?
Rotze im Hals. Ja, Erkältungssaison geht los gerade, ne? Das ist jetzt so die Zeit, wo alles wieder kommt. Und das merke ich auch bei mir. Relativ viel Entfall, an sich ganz nett, aber ja, krank werden wollte ich jetzt eigentlich nicht. Geplant ist hier Runway 35, werden wir dann in der ATIS sehen, ob das auch richtig ist. Und in Amsterdam 27, maybe, hoffentlich. Ich habe keine Lust auf der 1 rechts, ehrlich gesagt. Und dann eine halbe Stunde Taxi in. Werden wir dann sehen, was wir da bekommen. 150 Leute, 1,8 Tonnen Fracht. Und Payload wird 14,7, dann insgesamt Zero Fuel wird 57 Tons. So, Maximum Shear 3, Mora 4400, alles relativ flach gehalten. Dann würde ich sagen, bevor wir weitermachen, holen wir den Refueler, weil den brauchen wir nämlich für das nächste Feature. Oder für das neue Feature vielmehr. In der Zwischenzeit können wir hier am Overhead schon mal ein bisschen was setzen. EEC ist on, Switch is guarded, Crew Oxygen, IRS ist Nach, 11 Minuten brauchen die noch. Ja, Damper kann schon mal angemacht werden, dann ist hier Nav Transfer Display Switches Normal Auto. Das Crossfit Drive einmal testen. Für uns ist es der erste Flug des Tages vermutlich, aber ist das Flugzeug vorhin schon aus Amsterdam gekommen. Natürlich, ich denke mal, dass KLM hier keine Flugzeuge stationiert hat. Das heißt, wir brauchen auch kein DIAS oder irgendwas in der Art, weil ich meine, es ist sehr, sehr clear, sehr, sehr frei alles. Und ja, es ist zwar kalt mit, was haben wir hier? Minus 6 Grad, aber ja, Moisture ist hier nicht wirklich vorhanden. So, das sieht gut aus. Setting Plant Fuel. Was heißt das jetzt? Refuelt er schon, oder was? $7.200? Hä? Hat der jetzt den Flieger gerade refuelt? Aber warte mal, 7,2? Beide Wings voll? Ich meine, wir hatten doch... Was hatten wir denn? 7 glatt hatten wir. Hat er das noch aufgerundet und dann 2 und dann nochmal 100 Kilo drauf? Also praktisch 7,2 dann so draus gemacht? Oder was hat... Ich weiß nicht, aber den Flugplan, ja. Simbrief hat er sich geholt. Merkwürdig, ich weiß es nicht. Okay, dann schauen wir gleich mal weiter. Das kann alles so bleiben, das sieht wunderbar aus. Das ist alles guarded. GPU is on the bus. Können wir es etwas heller machen. Also wir fliegen, by the way, mit 10 Stunden... Ne, Quatsch, mit 7 Stunden. 7 Stunden hinter reale Uhrzeit sind wir. 7 Stunden hinterher. Ja, Refueler war da, das heißt Seatbelts kann an. Attend-Button einmal testen. Window Heat kann an. Wir können sonst aber vorsichtshalber schon mal Probe Heat anmachen, auch wenn man das eigentlich normalerweise erst nach dem Engine Start machen würde, aber wenn die Gefahr von, oder beziehungsweise wenn man in einer Umgebung ist, wo eben Ice Accumulation relativ wahrscheinlich ist, wobei, ne, es ist trocken, brauchen wir eigentlich nicht. Können wir uns sparen. Machen wir Probe Heat wieder aus, nach dem Engine Start machen wir es wie gehabt an. Hydraulics sehen gut aus, Voice Recorder ist on, Trim Air ist on, Recirculation Fans Auto, Left and Right Pack Auto. Und dann hier erstmal 350 eindrehen, das ist unsere Initial Cruise Altitude. Ich bin mir relativ sicher, dass wir später noch höher gehen werden. Logo Light können wir ruhig anmachen, weil ich meine, draußen ist es ja eigentlich dunkel für alle anderen Flugzeuge. Von daher können wir das ruhig so machen. Flight Director ist Master ist My Side. Set Runway Heading, vermutlich 350.
Ich glaube, in der Inbound-Kurs ist auch, beziehungsweise Runway QDR ist auch direkt 350. Hier nochmal 100 drauf, als Reminder, dass wir noch keine Clearance haben. Fuel Flow einmal resetten. Hier können wir alles erstmal etwas dunkler machen. Hectopascals, da auch. Dann kann man sonst einen Lights-Test machen. Ja, können jetzt davon ausgehen, dass hier alles läuft. Und hier auch. Sehr cool. Dann der Transponder natürlich auf 2000 Standby. Die Bremse können wir noch setzen. Und Fault and Fire Test. Mass Caution with Detect. Die Squibs. Das können wir ja noch mal testen, das sieht wunderbar aus. Ja, und dann haben wir es erstmal. Was können wir noch so testen? Wir können sonst Oxygen noch testen. Und dann können wir die Preliminary... Quatsch, Entschuldigung, die Pre-Flight Checklist lesen. Oxygen tested 100%, Instrument Transfer and Display Switches, Normal at Auto. Window heat is on, Pressurization most sexual auto, Flight Instruments. Ja, okay, das können wir natürlich noch nicht machen, weil wir noch keine IRSs haben. Das hatte ich natürlich nicht bedacht. Ja, ihr merkt, ich muss erstmal wieder reinkommen in die 737. Dann, Pause Init. Wir sind in Bergen. Und holen uns hier die GPS-Coordinates. Und dann können wir hier auf Flight Plan Request gehen und dann sehen wir hier, das ist jetzt neu dazu gekommen, die Simbrief Route. Die können wir hier einmal auswählen. Dann stellen wir fest, wir haben hier die Gewichte, die im Flugplan so drin stehen. Zero Fuel at 57 Tons, Reserves 2.1 und Block Fuel 7 Tons. Das können wir so setzen und das können wir können sonst auch hier rüber dann in Fuel setzen. Brauchen wir jetzt nicht, weil wir ja entsprechend genauso viel Fuel haben, wie wir eigentlich auch schon haben wollten. Und dann können wir die Route auswählen und jetzt downloadet er sich die praktisch. Alternate Typ, beziehungsweise, ja doch, Alternate Fuel 2.1 ist richtig. Ja, das passt alles. Und da ist der Uplink ready, die können wir dann einmal laden. Kleiner Augenblick gedulden. Hier ist die Flight Number richtig übernommen. Von Bergen nach Amsterdam ist richtig. Und ja, dann fehlt eigentlich nur noch Departure. Runway 35 erwarten wir mit der, wie heißt sie? Tuxel 3 Delta. So, und damit hat sie das eigentlich. Das ist der ganze Zauber. Beziehungsweise die eine Hälfte des Zaubers, die andere Hälfte, die kommt gleich noch. Ich würde sagen, an der Stelle hören wir in die ATIS einmal rein. 12525. .4. Wind variable 3 knots. Cab OK. Temperature -7. Dew point -10. QNH 1007. Nosig. 107. Remark. Wind 1,200 feet 030 degrees 10 knots. This is Fulfland Information Echo. Tom 1750 Zulu. Expect ILS Whiskey approach. Runway in use 35. Naja. Transition level 85. For clearance and startup, contact delivery 123.4. Wind variable 3 knots. Cab OK. Temperature -7. Dew point -10. QNH 1007. Nosig. Remark. Wind 1,200 feet 030 degrees 10 knots. Okay, das ist relativ interessant, dass der Wind auf 1200 aus 030 bläst. Und deswegen ist dann wahrscheinlich auch Runway 35 in Use. Ich hatte auch vorhin schon gesehen, da ist einer auf der 35 auch gelandet. Ja, dann wissen wir unsere Runway. Unsere Departure wissen wir somit auch, weil es kommt hier tatsächlich nur eine in Frage. Und dann können wir hier bei Performance dann weitermachen.
Und Performance Init Request können wir jetzt hier machen. Dann lädt er sich die Page hier praktisch einmal runter, entsprechend des SimBrief Flight Plans. Performance Init Uplink is ready. Dann sehen wir, dann können wir es einmal laden. Und sehen hier der Kostendex 35, Reserve 2.1 ist richtig. Zero Fuel Weight 57 glatt. Und Cruise Altitude 380, genau, er hat jetzt nicht 350 importiert, sondern 380, weil er nämlich nicht die SimBrief Flugfläche importiert, sondern auf Grundlage der Distanz der Strecke, die wir heute fliegen, wählt das Flugzeug von sich selbst aus, welche Höhe es hier einträgt. Also das ist von SimBrief nicht übernommen. Der ganze andere Rest schon, aber eben die Höhe nicht, die Flughöhe nicht. Weil ich glaube, die Leute, die selber SimBrief nutzen von euch, die wissen auch, dass die Altitudes bzw. Flight Levels für den Cruise, das SimBrief da manchmal vorgibt, nicht wirklich Sinn ergibt in vielen Fällen. Und aus diesem Grund hat sich PMDG dazu entschieden, die Distanz zu nehmen und dann based auf dieser Distanz dann eine Flugfläche zu wählen und die dann hier rein zu importieren. Und neuerdings wird dann hier auch die entsprechende Transition Altitude tatsächlich importiert. Auf Grundlage des Flughafens, von dem man startet. Execute. Flight Level 350 wird unser Initial Cruise Level sein. Ja, und damit hat sich das eigentlich. Wir können dann sonst hier mit N1 Performance dann alles weitermachen. Und ja, Boarding können wir sonst auch starten, ne? Wäre vielleicht auch mal sinnvoll. Crew brauchen wir jetzt nicht boarden. Und dann kommen die Leute hier gleich ran. Das hier ist übrigens eine Freeway-Scenery, also echt, eigentlich kostet keinen Cent, ist aber eigentlich echt ganz cool. Wir sehen hier noch ein bisschen Traffic, da haben wir noch Norwegian rumstehen, da steht ein Lufthansa-Airbus. Hier haben wir Austrian, da. Ja, dann startet hier das Boarding und das Loading. Okay, das macht natürlich... ja, es ist natürlich... Das macht natürlich nur so Semi-Sinn, aber wir ignorieren das jetzt einfach mal. Gekonnt. Und, weil ich meine, ändern können wir sowieso nicht. Und suchen dann doch lieber mal Kärtchen raus. Beziehungsweise vorher können wir nochmal einen Blick aufs Wetter allgemein werfen. Das wäre ja vielleicht auch nochmal sinnvoll. Departure, ja, ich meine, ATIS haben wir. Der Forecast sagt nur noch, dass bis morgen Mittag 08085 mit Visibility 10 View 7000 und in Amsterdam die letzte Meter von 17:25 Uhr Zulu. Das ist auch jetzt eine halbe Stunde her. 210 at 12, das heißt Runway 18 könnte gut sein. Visibility 10 Light Showering Rain, Few Clouds 1800, Few Clouds 22 Cumulonimbus, Scatter 35. Temperature 3, Dew Point 1, QNH 1006, Tempo Visibility 7000. Und der Forecast ab heute 18 Zulu. Der besagt dann 220 at 12. Das Ganze gilt bis morgen Abend. Visibility 10, Few Clouds 22. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht Runway 27, Runway 22 nutzen oder vielleicht doch 18 Right. Oder 18 Center maybe. 18 Center würde mir ja schon reichen. Mit Visibility 10, Few Clouds 2200. Tempo bis morgen früh 260 at 18, Gusts 28. Also wir können uns auf durchaus stärkeren Gusty Wind einstellen. Visibility 6000, Showering Rain. Showering Rain und GS... Weiß ich gerade nicht, was GS heißt. Da bin ich gerade überfragt. Few Clouds 1200, Scatter 22, Cumulonimbus. Broken 2500. Becoming bis 22 Zulu 260 at 15. Becoming dann, okay, morgen früh 030 at 10. Dreht der Wind bis morgen einmal komplett. Ja, dann wissen wir erstmal Bescheid. Ah, Maastricht ist unser Alternate, alles klar. In Maastricht das Wetter bisher auch ganz gut. 230 at 7, Visibility 10, no clouds, Temperature 0, Dew Point -31008.
Der Forecast ab heute Abend bis morgen Abend 210 at 4, Visibility 10 broken 2000, Prop 40, Tempo heute Nacht 4000 Light Showering Snow Rain, so. Broken 400 Few Clouds 2500 Cumulus Nimbus, das ist aber erst ab 2 Uhr Zulu heute Nacht. Das heißt, bis dahin werden wir da schon längst gelandet sein. Das heißt, das Wetter in Maastricht ist durchaus etwas ruhiger, etwas besser. Dann würde ich sagen, geht's weiter mit Kerten. Departure. Unsere SID. Tuxil 3 Delta, glaube ich, war es. Ja. Tuxil 3 Delta, Runway 35, on of Departure, genau. Die schauen wir uns gleich an. Und dann brauchen wir noch was für den Boden, Airport und Parking Stands. Dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem Taxi Briefing. Wir stehen hier am Terminal 2, Position 28, wahrscheinlich dann Pushback Face West auf diesen Rollweg hier. Möglicherweise aber auch, wobei oder kann sein, dass er vielleicht straight Pushback dann requestet möglicherweise. Weil wir müssen nämlich Richtung Süden taxeln. Ansonsten dann über Delta oder Echo geht es dann auf Yankee dann raus und dann geht es dann Yankee, dann wahrscheinlich dann ganz runter bis Alpha 9 Runway 35. Runway Length 2990 Meters. Wir können sonst für Alpha 8 rechnen. Brauchen wir eigentlich nicht. Wir können dann einfach Full Length nehmen. Dann haben wir auch natürlich höhere Margins. Es ist zwar relativ kalt und somit die Performance ganz gut und wir sind jetzt auch nicht unendlich schwer, aber ich meine von Alpha 8, Alpha 7 würde ich jetzt nicht nehmen, aber von Alpha 8 bis Alpha 9 können wir die paar Meter sonst auch noch runterrollen. Dann erwarten wir die Tuxil 3 Delta, Chart 10-3 Echo, Effective 10th of September. Transition Altitude 7000 ist korrekt, im FMC hatten wir gesehen vorhin. Airport Elevation 166 Feet, Flatland Approach 121.0. Das ist auch die Frequenz, die gerade online ist. RNAV 1, GNSS required, Surveillance Service shall be available. When being vectored or cleared for direct routing, climb gradients apply. Non-RNAV 1 aircraft at first contact with Flatland ATC state unable RNAV 1 due, and then the reason. Omnidirectional departures available. When instructed by Flatland Tower, contact Flatland approach. Closing obstacles, rising terrain, 0.4 nautical miles from threshold runway 17. Also hier am Ende dann. On the right side of the extended center line requires more than 5% climb gradient and must be avoided visually or by other means. Also Terrain Radar. Segment distance für dieses Segment based on average flight path criteria. These require a minimum climb gradient of 304 feet per nautical mile, 5% up to 4,000, then 249 feet per nautical mile, 4.1% up to flight level 160. Das heißt dann also 760 bis 1013 Fuß die Minute im Schnitt. Das kriegen wir wunderbar hin. Initial Climb Clearance ist 6000. Und die Departure sieht folgendermaßen aus. Geradeaus bis Adido, Left Turn Bravo Romeo 821, Maximum 250 Knots. Gisuk, Bravo Romeo 822. Bamlo, Omexi und dann Tuxil. Tatsächlich Max Speed Restriction below a certain level gibt es hier nicht. Hier gibt es nur Max 250 bei diesem Wegpunkt. Ich werde aber, ich denke, ich werde da 220 reinsetzen, damit wir die Kurve ruhig ein bisschen enger dann noch nehmen können. Ja, relativ straightforward würde ich mal behaupten. Aber 10 mal Non-Traffic auf beiden Seiten, einmal selecten. Ja. 6-0 Initial Climb. Und ich würde sagen, wir können die APU-Aufstand schon mal starten. Weil der Boarding-Process scheint dann auch gleich abgeschlossen zu sein. Hinten ist er schon fertig. Da hat er sein Förderband da schon wieder eingeklappt. Dann bleibt eigentlich nur noch Performance übrig. Beziehungsweise bevor wir das machen, cross-checken wir das im FMC.
auf der Legs-Page. Es geht geradeaus bis Adido. Bravo Romeo 821, Maximum 250. Das werden wir mal auf 220 eben korrigieren. Dann können wir die Kurve hier ein bisschen enger nehmen. GSX, A22, Bumlo, Omexi 160 or above. Das ist richtig. Und danach haben wir Tuxil. Genau. Eine Disco haben wir nicht drin bis Topper. Wir warten dann später in Amsterdam die Topper Tür Alpha, glaube ich, Arrival. Und ich plane jetzt mal One-Eight Ride. Ich wähle einfach mal One-Eight Ride aus. Soweit erstmal, dann haben wir ein bisschen mehr im FMC geloadet. Bis Sugol und danach wahrscheinlich sowieso Radar weg ist. Tja, gut, dann haben wir es, würde ich sagen. Dann bleibt nur noch Performance übrig. APU ist auch available. APU Bleed ist on. Ne, hier brauchen wir jetzt nichts weiter einstellen. Gut, dann Performance. Import einmal Bergen, Runway 35, Runway is dry, Runway Length. Flaps Optimum, Rating Optimum, NTIs off. Genau. Import from Aircraft. Packs will be on. Aktuelles Wetter. Calculate. Flaps 5 mit Takeoff 1 und 42 degrees. Trim 4.56 Units, 138, 139, 145. Das können wir wunderbar nehmen. Takeoff 1 mit 42 degrees. 87.9%, das sieht wunderbar aus. Flappage 5. Und dann haben wir 138, 139, 145. Das matcht hier auch im FMC. 145 ist set on the MCP. Und 350 dürfte auch korrekt sein. From Heading, okay, 349 sagt er hier. Dann machen wir 349. Dann würde ich sagen, können wir Clearance requesten. Delivery 123.4. Und ich muss meinen Push-to-Talk-Button nochmal ändern, weil ich hier zuletzt mit einem TCA geflogen bin und jetzt wieder mein Yoke hier parat habe. Und ich weiß aber leider nicht, welche Information das war. Haha. This is Fluent Information Echo. Information Echo. Time 1750 Zulu. Expect ILS Whiskey approach. Runway and use 35. Transition level 85. For clearance and startup, contact delivery 123.4. Wind variable 3 knots. Tab OK. Temperature -7. Dew point -10. QNH 1007. Nozick. Remark. Wind 1,200 feet 030 degrees 10 knots. Good. Delivery, very good evening. KLM 1184 at position 28. Information Echo requesting clearance to Amsterdam. KLM 1184 Pleasant Delivery, good day. You are clear to Amsterdam via the Tuxil 3 Delta departure. Initial climb 6,000 feet. Squawk 4562. We're clear to Amsterdam, runway 35 Tuxil 3 Delta departure, initially 6,000 feet with a squawk 4562, KLM 1184. KLM 1184, read back correct, and report ready for mission start. We'll call you ready, KLM 1184. Delivery, good evening, this is Flugzeug 097-8Q500. Ja. On gate 10, request IFR clearance to Helsinki. As information echo. Either 097 Pleasant Delivery. Dann haben wir das, ja, as briefed alles. Prepare for pushback and departure.
initially 6,000 feet. Squawk Remove. 5730. Die Legs, De-Icing braucht man nicht. Cleared via the Go Duck to Delta departure on runway Ja, die Tür wäre vielleicht noch Initial sinnvoll zu 6000, schließen. Squawk 5730, keyword 087. Beaver 097, So, read wunderbar. correct. Hold position, correction, when ready for position, sorry, clock ready for position start. Roger, call for pushing start in a few minutes, keyword 097. Dann würde ich sagen, before start checklist, flight deck door is closed and locked, fuel 7.2, with the pumps on, passenger signs on, windows locked, MCP is VT145, runway heading 6000, takeoff speeds 383945 set on the MCP. CDU pre-flight is completed, rudder and aileron trim is 3 and 0. Taxi takeoff briefing completed, down to the anti-collision light. Ja, legt da auch wieder wilde Drifts hin. Beaver 024 pleasant delivery, today you are cleared to Helsinki via the Gokab 2 Delta departure. Initial time 6,000 feet, score 2014. Thank you. Via the Coda 2 Delta departure, initial climb 6,000 feet, and the squawk code is 2014, feet 024. Beaver 024, read back correct, report ready for position start. Call you back for push and start, feet 024. Face west on apron, okay. And KLM 1184 is ready for push and start. KLM 1184, hold position, contact ground 121.9, hard rock. 1219 or KLM 1184, bye bye. FLS line ground, good evening, KLM 1184, position 28 for push and start. KLM 1184, flapping around, hello, person flat free, KLM 1007. Push and set approved, 1007, KLM 1184. Face west on apron, machen wir. Damit Anti-Collision Light noch an, before start check is complete. Und Brakes released. Nein, wir sind nicht in Icing Conditions. So ein Quatsch, wir sind nicht hier in Icing Conditions. Wir können ruhig anwerfen, also wir haben hier nichts, was hier irgendwie rumliegt oder so. Deswegen können wir können die Triebwerke anlassen, das ist gar kein Thema. Also, Packs off. Isolation valve is open, AP bleed is on, fuel pumps starting number 2. Start on gate 10. Beaver 7097, push and start approved, QNH 1007. Terrain radar is my side. Start approved, QNH 1007, keyword 097. Lufthansa 927 is ready for taxi. Lufthansa 927, taxi Whiskey, Hotel and Yankee, holding control 935. Whiskey Hotel, and after that. Ja, jetzt hört man ein bisschen was Whiskey, hier. Hotel and then Yankee to holding control 935. To Whiskey, then Hotel, then Yankee, and all. 56%, starter cat out, isolated pack, ist kalt draußen. Starter number 1. Brake set. X639, taxi Mike, Golf and Yankee, hold short of Hotel. Hi, Golf and Yankee, hold short of Hotel, not 69. Request push. Wo auch immer er hinguckt. Er spielt hier die Musik, aber naja. Was ist denn da gespawnt? Ein TUI 78. Interesting. 25, ja, ich sollte vielleicht mich hier mal auf den Triebwerkstart konzentrieren. Lufthansa 927, contact restaurant tower 119.1. 1191 wäre dann die nächste Frequenz. Lufthansa 927, contact restaurant Und danach tower 124.0. Ne, 121.0 danach. Repeat please for Lufthansa 927. Lufthansa 927, contact restaurant tower 119.1.
119.1, Lufthansa 97. Click. Start a cutout. 2 good starts. You may disconnect after start items. Propeat kann jetzt auch an. TIs, wie gesagt, brauchen wir nicht. Ist nicht feucht genug da draußen. Das sieht alles gut aus. Pax Auto, Isolation of Auto. Recall on the Systems page. Ja, langsam füllt sich das hier, der Texel der Lufthansa hier, Norwegian, da auch jetzt nochmal ein bisschen mehr gespawnt. Perpetual, moin. Thank you. 639, you can contact restaurant tower 119.1. Da legt er seinen Drift hin. Aber er weiß noch nicht so ganz, wo er hin möchte. 797, taxi November, Golf and Yankee, holding point 4935. Holding point 4935, November Yankee. 097, it's November. Signal received, flaps 5. Roger, via November, Golf and Yankee. Yes, that's correct. Leading edge flap transit. Leading edge flap extend, green light, left, right, neutral, aft, forward, neutral, rudder, left and right, neutral. It stutters quite a lot hier gerade, aber jetzt, ja, besser, okay. Dann haben wir die Before Taxi Checklist. Generators on, Propeat on, NTIs off, not required, isolation valve, auto, engine start switches continuous, recall is checked, auto brake RTO, engine start levers idle detent, flight controls checked, ground equipment is clear. Weaver 097, looks like you took the wrong taxiway. You were supposed to be on the November, fine taxi Golf and Yankee holding point 4935. I'm taxiing straight out to Golf now, and then I take the left turn to Yankee. Correct. KLM 1184, request taxi. KLM 1184 taxi, Whiskey Echo and Yankee, hold short of Golf. Whiskey Echo und Yankee to hold short of Golf, KLM 1184. Alles klar, also hier so links, rechts, Echo, Golf, also links, rechts, links. Und dann auf Yankee, hold short of Golf, alles klar. Brakes released. Taxi turn off lights. Take off convex, sieht gut aus. Da ist Echo, genau. Also hier, da müssen wir dann und dann da wieder links. Das werden wir machen. So, rechts ist frei, linke Seite auch frei. Das sieht interessant aus. Ist doch jetzt einiges was los hier tatsächlich. Beaver 797, contact restaurant approach 121.0. 121.0 for Fever 097. Und dann jetzt rechts, links, hold short of Golf. Continue pushback, Fever 04. Rechts ist frei. Foxtrot. Und der nächste ist dann Golf. Ich weiß nicht, vielleicht kommt er selber drauf. Okay, KLM 1184 approaching Golf. KLM 1184, you can taxi Yankee holding point 4935. We continue Yankee to holding point 35, KLM 1184. Sehr gut, dann brauchen wir hier gar nicht anhalten, dann können wir gleich weitermachen. Ne, ist eine 7.6, ist doch kein Dreamliner, ist eine 7.6 da. Sehr interessant.
Und ich meine, er steht auch sehr weit hinten eigentlich, oder? KLM 1184, contact left and approach 121.0. 121.0. Okay, Nummer 184, bye bye. Ja, der Tower ist weg. Request taxi, VBIT 024. Flight on approach, good evening, KLM 1184 on Yankee for Alpha 9 already in sequence. KLM 1184, flight on approach. So, der Step Trim, der war 4.56 Units. Approach, good evening, VBIT 097 at hold is 135, ready for departure. So, set, und dann können wir die B4 Takeoff Checklist lesen. Flaps, 5 blend, 5 with green light, and a stabilizer trim 4.56 units. Set, checklist complete. Taxi light off. Brake set. Da beim Approach, sieht man da was? TA only. Ja, wobei doch, da ist einer. Nordic 345, wind calm, runway 35, clear land. Ja. Runway 35, clear to land, noise 345. Nordic 639, climb flight level 170, report passing altitude. Ja, da ist er. 2000 feet, climbing plateau 170. Nordic 639 identified, direct to Gook Hub. Direct book of 59. Das ist doch cool. Lufthansa 927, also ready to level 1, Montinico, Monte 2, decimal 8, bye-bye. We monitor 122 decimal, thank you for the attention. Rebird 0907 and then from 8 runway 35. Line up and wait, VBIT 097. Wir brauchen eigentlich nicht großartig weiter vorrollen. Wir können hier schon stehen bleiben. Ein bisschen mehr Abstand halten. Requesting high speed. Alle Checklisten gelesen, wir brauchen jetzt nur noch Clearance und dann sind wir hier weg. Nordic 345, taxi Yankee, hold short Bravo. Taxi Yankee, hold short Bravo. Rebird 0907, wind calm, runway 35, clear record. Clear for takeoff 35, VBIT 097. Nordic 639, high speed approved, no further ATC available, Montinico, Monte 2, decimal 8, bye-bye. Aus seinem Nose-Wheel gibt er jetzt Gas. Sieht so lustig aus. Nordic 345, contact ground 121 decimal 9er. Contact ground 121 decimal 9. Nordic 345. KLM 1184, land up on weight, runway 35. Line up 35 and wait, KLM 1184. Line up. TARA. Lämpchen sind an. Der Approach sieht soweit erstmal frei aus. Auf dem TK ist auch nichts. Preceding Traffic ist airborne. Ich sehe ihn nicht mehr. Rebird 0907 identified, traffic level 170, direct Gook Hub, report passing altitude. Roger, direct Gook Hub and passing 1900.
Es ist etwas rutschiger hier. Approach confirmation for flight Ja. level 170, Seabird 097. Wir halten jetzt hier aber trotzdem mal so an, das war ja ein schrecklicher Line-Up. Reboot 097. Das ist ja schrecklich hier. Ja, aber es ist rutschig. Tatsächlich. Yeah, flight level 170, Seabird 097. KLM 1184, wind calm, runway 35, clear for takeoff. Clear for takeoff 35, KLM 1184. Right, clear for takeoff. Auto Throttle L nach wäre vielleicht auch noch hilfreich. Time. Stabilize. Takeoff thrust. N1 heading select toga. Thrust set indications normal. Checked. Positive rate of climb. Gear up. LNAV. Bug up. N1. KLM 1184, airborne 1800. KLM That's one. 1184, identified climb flight level 170, clear direct to Mexico. Climbing 170 and we proceed direct to Gizo, confirm. Clear direct to Mexico. Okay, direct to Umexi, KLM 1184. Ist jetzt auf der Karte nicht drauf, ist dann wahrscheinlich noch hinter unserer Route irgendwann. Flaps up. Umexi, ah ne, da, okay, ich hab's jetzt so schnell nicht gefunden. Left turn, Umexi. Climb gradient supply. Unable to 50 at Sugol. Ah ja, ist ja interessant. Ich halte die Geschwindigkeit nochmal für die Kurve. Alte Quaya macht keinen Sinn, nein. Welche Höhe will er denn acquiren? $6,000 feet? And 1 MCP Speed, dankeschön. Rebird 097. Also dass er jetzt in Alt Capture gegangen ist, das hat keinen Sinn ergeben. Right, yeah, thanks for Das war völlig fehl an der Stelle. See you next time. Altitude at 180, Seabird 097. Standard set, passing level 7-8 for level 170. To Aluva, we are passing set level 245, descending 140. Your wings 4 Sierra Foxtrot, the flatness outside identified, clear Aluva to Papa arrival, descent flight level 100. Aluva 2 Papa, Dann können wir auf Econ Climb Speed eigentlich gehen. 296. And your wings 4 Sierra Foxtrot expect ILS Whiskey 35. ILS 35, 084. Command. Yeah, through 100. Und die after takeoff checklist. Engine bleeds on, packs on auto, the landing gear is up and off, flaps up, no lights. After takeoff checklist complete. CCCR. Moin.
Und dann können wir auf Wien aufgehen, Wiener Speed. Kriegen wir noch einen coolen Screenshot zustande? Ja, so vielleicht. Ja, das sieht doch wunderbar aus. Und warum läuft mein Netzbein nicht? Das ist irgendwie vorhin dreimal abgestürzt und jetzt schon wieder. Da, jetzt haben wir's. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich die Musik wieder anmachen. $2,000 feet to level off. MCP speed, vertical speed. $1,000 feet to level off. KLM 1184 further climb. KLM 14, correct, KLM 1184, no federation available, Mount Unicom 122.8, bye bye. Over to Unicom, KLM 1184, good night. Eurowings 4 Sierra Foxtrot, after Genvu, clear direct east. 350 set and Monavina speed. After Genvu, direct Java for Sierra Fox. Thank you very much. 1228. Und jetzt sind wir hier alleine auf dem Weg nach Amsterdam. Through 180. Und in der Zwischenzeit kann ich eigentlich schon mal die Screenshots hochladen. Ich meine, ich habe ja jetzt schnelles Internet, mit der ich nicht nur stream, sondern auch Stream und Bilder hochladen in Discord gleichzeitig machen kann. Das ist wirklich ein Triumph. Es ist ein Triumph. Wunderbar ist das. Wirklich so ein Luxus. Unglaublich. Optimum 388, Maximum 402 Vic, dann können wir eigentlich auf 390 hochgehen. Ja, dann machen wir das. 390, set once.
390 set twice on the MCP. 390 set on the overhead. Unable to 58 Zugol, wunderbar. Dann machen wir to 50 or below, vielleicht hört er dann auf zu meckern.
So, ich würde sagen, Cruise-Level haben wir gleich erreicht. Dann können wir weiterschauen. Ich glaube, ich habe den Link gar nicht aus der Beschreibung gelöscht. Ich glaube, der ist da immer noch von dem Video von Pascal. Der Link ist noch da. Das hatten wir letztes Mal, also gestern, nicht ganz zu Ende geschafft. Deswegen würde ich vorschlagen, können wir da gleich einfach mal reinschauen. Mal weiterschauen, oder? Das war so ein kleines Q&A, was er da angefangen hatte. Und ich muss sagen, einige doch durchaus interessante Fragen, die da schon angesprochen wurden. Und da würde ich vorschlagen, schauen wir jetzt einfach mal weiter. Ach ja, Pascal streamt ja auch gerade, ist ja interessant. Genau, das hier, das hatten wir angefangen. Ja, macht die Lufthansa Werbung. Aber ich muss sagen, ich finde den Track von der Werbung eigentlich echt ganz geil. Kann ich jetzt halt nicht zeigen, weil Copyright und alles, ne, wisst ihr. Aber ich muss sagen, der Track von der Werbung ist schon ganz nett. So, was kommt hier jetzt noch? Verivox, wunderbar. Interessiert mich alles auch brennend, muss ich ehrlich sagen. So. Dann würde ich sagen, Musik pausiert und Feuer frei. And good weather and humble passengers. Nice. Yeah, that's true. Passengers control that too. Yeah. They do. Okay, next Don't one. do that. Yeah, please don't. It's a lot of hassle. Next one. Victor Kingma. Is it possible to work as a pilot and be home by every evening and not sleep in other locations? It is. Yeah. With TUI, TUI operations. TUI is the best operator for that. Yeah, that's true. Take off Frankfurt, Palma, back, done. Yeah. You're home. Yeah. Forteventura, head there, back home. Yeah, that's pretty nice. That's really good. Yeah. And I would love to go back to something like that. I think that's probably the I best think option. Discover is the same. Is it? At short haul, yeah. Oh, cool. We fly there, we go back, we're done. That's pretty good That's if you really have good. like family or something like that. Yeah, that's actually why the I best- say I best would type. love to do short haul and then that. Ja, das ist eigentlich aber auch allgemein bekannt. Also, ne, ich hätte jetzt auch keine andere Antwort erwartet. Ne? Wenn man Short Medium Haul Operator arbeitet, dann ist man in der Regel auch abends dann wieder zu Hause. Ja, das kommt dann natürlich auch wieder auf den Operator an. Ich weiß, dass Lufthansa durchaus auch Layovers in europäischen Städten hat, wo es dann beispielsweise einen Three-Leg-Day gibt. Keine Ahnung, Frankfurt, Stockholm, Frankfurt und dann nach Barcelona und dann macht man Overnight in Barcelona und dann fliegt man wieder 3 Legs am nächsten Tag. Zum Beispiel. Also, ne, das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber ja, die Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. It's like a 9-to-5 job basically. Yeah. And I would say the healthiest one of them. Yeah, I think so too. Yeah. Okay, next one. Hilo and how are the lifestyles of airline and cargo pilots different, and is it easy to switch in each other? I would say it's a total different life balance. Yeah. Because the roster, so the schedules, they are totally different. Very different. They are on really long trips because Yeah. they go around the world a lot of times and all that kind of stuff. They do hopping, like they go to Dubai, from Dubai to Hong Kong, from Hong Kong to Shangzhou, from Shangzhou back to Abu Dhabi and then back or something. Yeah, yeah. So Ja, gutes Beispiel dafür ist auch die Pilot's Eye-Folge zum Beispiel von der Lufthansa Cargo MD-11 damals noch, wo die dann eine Südamerika-Rundreise gemacht haben mit Frankfurt nach, was war das, Dakar, glaube ich. Und dann Dakar über den Südatlantik nach Brasilien irgendwo rein und dann nach Ecuador und dann wieder zurück oder irgendwie so, glaube ich, war das. Das ist ein gutes Beispiel dafür. they gone quite often. Yeah. Ja, 800 Feet to level off. Und wir haben Tailwind, hey, ist doch nett. Groundspeed von knappen 500 Knoten, naja, wir heizen ja hier richtig lang. But we made a video about that one as well. Well, a little talk with Captain Joe. Yeah, the you last know, and video. The last video. We're gonna link it up there. Yeah, you two compared your schedules to another. That was actually quite informative. Yeah, that's where we compared our schedules because he's a cargo pilot on the 747 for Cargolux, and I'm a passenger pilot. So go check out that video if you want to have some more information about Yeah. that one. Definitely. Next one, in-flight Ireland. What's your favorite thing about the A330 cockpit? Table. I knew, love I that knew, table. I knew you'd say that. It's good. Standard Airbus Antwort. I like it. No front.
As you said in some other video, eating like a normal human being. Thank you. Eating like a normal human being. Michael Mouton, not gonna try. Hey Pascal. Sorry. Hey Pascal, when landing at Hosea Kutako International Airport, which runway do you usually use to land and what approach do you use? We usually land there on runway. That's Windhoek, by the way, isn't it? Yeah, it's Windhoek, Namibia. Yeah. Runway 26 is the runway we go to, even though it's got a bit of tailwind sometimes when you turn from base to final. And we use the ILS on that runway. That's why it's the preferable approach, because the other side on the 08 is an on-off. But I don't know if it's still in-op. The last times I flew there, that one was in-op, so you would have done visual. So we like to choose the ILS on 26, even though it's got a bit of tailwind sometimes. Alright. Hovatron. Hi Pascal, what do the 100 above and minimums call out mean? 100 above is basically the call out which says the minimum is about to come. It's 100 feet above the minimum. Ah, alright. 100 above. Yeah, makes sense. Minimum is basically the point where if we do not see the runway, we have to perform go around. Okay, alright. So So decision decision altitude basically. Alright. Dude Dragos, can you still join airlines with a frozen ATPL? What did you do? I've got a frozen ATPL. Is it still frozen? Yeah, because I haven't done the check yet. I've got the hours, but the airline does it, in my case now, when I'm becoming a senior first officer. Alright. So CRP, cruise relief pilot, when I'm able to basically do the captaincy during cruise when he's on arrest. Alright. So that we do not have to put me in the sim now to unfreeze my ATPL. They do it with that together. Ah, okay. So you could... Leuchtet ein, ja, dann kann man sich natürlich auch wieder seitens der Fluggesellschaft Kosten sparen. Und irgendwie, keine Ahnung, es ist kompliziert. Ich finde es aber auch irgendwie interessant, teilweise, wie einige Länder oder wie unterschiedliche Länder ihre Lizenzen handhaben. Weil in den Staaten zum Beispiel wäre so eine Frozen ATPL undenkbar. Ja, also eine Frozen ATPL ist ja nichts anderes als eine CPL mit Instrument Rating auf dem Multi-Engine und der ATPL-Theorie bestanden. Das ist die Frozen ATPL. Ja, es ist im Prinzip eine ATPL, aber eben nicht ganz, weil die müsste theoretisch dann noch umgewandelt werden von der CPL. Ja, an sich ist das ja eine CPL in eine ATPL. Sowas gibt es in den Staaten nicht. Also das wird da komplett anders gehandhabt. Das ist aber auch irgendwie interessant. Und dass man dann hier so eine Frozen ATPL hat und... Naja, aber diese Frozen ATPL gibt einem trotzdem immer noch die Erlaubnis, als erster Offizier ein Multicrew Flugzeug zu führen. Ne? Also ein Flugzeug, was mehr als einen Piloten benötigt. Ja, das ist irgendwie Bürokratie. I could do it now, but... Okay. It's Nyam. If you had a PPR, what would the quickest way be to get a CPL? Modular. Yeah, probably. I mean, if you talk to flight school, integrated flight school, because we had two people in our at European Flight Academy, they had a PPL as well, and they just left Vero Beach a lot earlier than we did, and they paid a bit less. Oh, okay. So that is possible. So they did the instrument rating, dual engine. They did all that, yeah. But the VFR flying in America, they only had to do like 8 lessons or something, and then they left. All right. They were gone after 4 weeks. After after 6-7 weeks, yeah. Oh, cool. Because they already have those hours. Yeah, so that will be definitely the quickest way. Yeah, definitely. Yeah. Okay, B-Ray, Bray, don't know. B-Ray? B-Ray, Bray. After getting an ATPR, what time building jobs are there other than CFI? Because I definitely don't see teaching as an option for me. Like little cargo planes? Okay, die Frage kommt aus den Staaten, glaube ich, wegen Our Building. Ich glaube, die Frage kommt aus den Staaten. Hier, Agrarfliegerei. Hier, oh yeah, for like farming stuff. Yeah, for farming stuff, bringing stuff on the fields and island those hopping? kind of stuff. Island hopping. Yeah. And yeah, that's about it. If you don't want to do the CFI, so you do need something with prop aircrafts. Or go to Vancouver and fly seaplanes. That's all that. That's all that. so nice. A friend of mine just did his license. Really? Because he had like 3 weeks spare time, so he flew to I think somewhere up north Norway so and did his seaplane license. That's so cool. Why not? Yeah, Why, sure. do it. Das ist ehrlich cool. Ah doch, das ist schon geil.
Yeah, if you have the money. It's probably Da kann man bestimmt dann auch Island Hopping machen auf den Malediven. Wo man dann da von Male die Touristen zu ihren dann tatsächlichen Endinseln dann fliegt. Per Wasserflugzeug. Mit Twin-Otter oder sowas. expensive. I don't know. I didn't ask him yet. Yeah. But aviation is expensive. It always will be. Okay, Suri Ablan. What happens in an Airbus if the autothrust is on and the levers are between the idle and climb detent? If you pull them just like out of the climb into another position, it will say put it back on climb. And if you then would disengage it, then the thrust will. Yeah, okay. That's so Airbus. It's just like, what are you doing, stupid? Just put them back where they're supposed to be and shut up. I told you put it in climb. Leave it. Leave it in climb. Burn No. Nope. No. Is it really that bad when a pilot receives a phone number to call from ATC? What happens next? Ich glaube, die Frage kommt auch aus den Staaten. Das kann ich mir gut vorstellen. Hatte ich auch mal da ein Video gesehen. Wenn man dann irgendwie Fehler begeht oder so, was ja teilweise manchmal passieren kann, dann kriegt man eine Telefonnummer, wo man da mal anrufen soll und dann wird das irgendwie geklärt und ja, keine Ahnung. I must say I have to pass on that one. I don't know. I Never think did it. it's not a good sign. Yeah. And you're probably going to be fined by the authorities. Probably. For something, yeah. Is it an American thing or does it happen internationally? Oh, it happens in Germany as well. Oh, okay. Ah, okay, interessant. Yeah. All right. But it's most of the time if somebody flies in a controlled zone. Yeah. And then the ATC controller says something to you and they really snobby back to them. Like, I just don't get it. I just mean, excuse yourself and get fly the out. out. Huh? I mean, everybody has seen these videos. It's like, Yeah. how can you fly with like Cessna 152 or something like that in a controlled airspace and be like, no, I'm flying this way. Yeah. It makes absolutely no sense. And that's what the point where they get a phone number to call. Yeah, rightly so. Yeah. Ja, okay. Okay. Interessant, nee, dass das auch in Deutschland so, beziehungsweise in Europa so ein Ding ist. Interessant. Key. If you weren't a pilot, what career path do you think you would be in? Ooh. I would. I guess. Professional Call of Duty player. Yeah. That's it. That's it. I think so. No, I guess IT. Yeah, probably. Something with IT. Yeah. Mr. Pashevilla. Hi Pascal, how does the pilot job influence your private life? Free time, jet lag, time with friends and maybe with girlfriend? And how do you think it would be in the future, having kids, etc.? I would say it's a pretty good work-life balance. I'm home half of the month, I'm gone half of the month. And you gotta explain it to the friends a bit, that they understand how it's working, because they think you're on vacation all the time. Auch nicht schlecht. You're not. Wow. They're never gonna stop telling you that you're on vacation. So yeah, girlfriend-wise, she has an understanding for it. She, he, yeah, whatever. And but other than that, jet lag, we just answered another comment. Yeah. So yeah, I would say it's possible, but you're gonna miss some birthdays and some weddings and get-togethers. I think it's the hardest if you are a long-haul pilot and then find a new partner who has no knowledge about the aviation industry. That's the I think hardest. that's really tough with you. I mean, you've been Yeah. together for ages and she's in flight crew anyways, so she understands it, and I think that's a good combination. But It is. it can be quite hard, I think. Yeah. TCC, do you ever see yourself flying for a cargo airline one day, or do you prefer flying lovely passengers? Lovely Passenger ist auch so eine Sache, ne? I must say, since I'm a really socializing human being, I need people around me. Yes. And I need a lot of people around me, so I will stick with passenger flying. I can't picture you flying cargo, I can't. It's mostly like 3 people in the cockpit, and that's it. And that's, I think, not good That's enough not your for me. thing, No. Ja, kann ich nachvollziehen. I don't think so. No, I can't do it. I mean, I have 2 friends, when we all lost our job at TUI, they went to cargo airline, and even they're not that social as me. And they say that they're switching back to an airline now. Cause I think they it can't might be stand it different if anymore. you're a bit older. Yeah, maybe. I think When you maybe want your silence. enjoy your peace and quiet. Yeah. I I guess so as well, yeah. Yeah. But no, I would love to stick with airliner business. I love it. Yeah. Flying people to their most favorite time of the year, Yeah. holidays, Yeah, I think so. which is quite nice.
Okay, I think that's all. That's it. I've wrote down. There were way more, but I Thank think you guys for giving us all those Jo, like es da, würde ich yeah, sagen. I think we can try to do these more often. I'm sure. Definitely. Maybe let us know if you want to see something like that monthly or like every 3 months or whatever. I think there's a lot of questions out there, and we like to answer them. And I like to make those videos. It's always nice Yeah. sitting here doing, giving you all the answers you wanted. Yeah. Thanks for watching, everyone. I would say peace. See you in the next See one. you next one. Bye bye. Er hat auch einen Kanal. Ah ja, sehr interessant. Behind the Scenes gibt's hier. Sehr interessant. Okay, cool. Das ist auch so ein bisschen das dokumentiert und scheinbar hat er ja wirklich auch Ahnung von Kameras und sowas. Also, Hut ab, Props. Wieder sehr informativ, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier zuzuhören. Wie gesagt, Link dazu ist unten. Also, kein Grund hier zur Panik. 1 Stunde 28 war jetzt angesetzt von Simbrief. 35 Minuten sind wir jetzt in der Luft. Der Tower of Descent ist da jetzt schon langsam in Reichweite, in Sichtweite. In 130 Meilen, deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt mal langsam unsere Preparations hier für Amsterdam. Ground Speed von 490 Knoten, das ist doch wunderbar. Eine sehr wilde Position hier, sehr wilder Winkel. Und Winglight ist noch anders, können wir ja auch mal ausmachen, ne, oder? Ja. Dann schaue ich mal nach ATIS-Frequenzen. 132.908. And 240 degrees. Visibility 10 kilometers or more. You clouds at 1,300, 2,500 statter. Temperature 3, 2.1. QNH 1005 hectopascal. Operational report. Contact approach and arrival call sign only. Noise abatement NAS flow procedure shall be applied. Acknowledge information. Charlie. Information Charlie. This is Shibbo information Charlie. Main landing runway 18 right. Main departing runway 24. Transition level 45. Wind 210 degrees. 11 knots. Wind variable between 180 and 240 degrees. Visibility 10 kilometers or more. You clouds at 1,300, 2,500 statter. Temperature 3, 2.1. QNH 1005 hectopascal. Operational report. Contact approach and arrival call sign only. Noise abatement NAS flow procedure shall be applied. Acknowledge information. Charlie. Information Charlie, Main Landing 18 right. Der Wind aus 210 Grad, Transition Level 4-5, QNH 1... Was war das? 1005. ILS 18 right ist drin. Unsere Arrival ist auch erstmal drin. Dann können wir mal Karten raussuchen. Arrival. Ah ja, okay. Topper to Alpha. Approach. Ach, verdammt. ILS Localizer 18 right. Die Night Transition werden wir jetzt wahrscheinlich nicht fliegen. Das werden dann wahrscheinlich dann Redirectors. Und für den Boden brauchen wir noch was.
Airport. Parking Stands. Da. Wir werden wahrscheinlich hier in dem Bereich parken. Deswegen erwarten wir dann von der 1-8 Ride dann ein Taxi über den Norden. Also dann vermutlich Whiskey 13, Whiskey 5, Cross 18 Center. Und dann Delta und Alpha. Bis dann hier runter und dann da rein wahrscheinlich. Dann erwarten wir die Topper 2 Alpha Arrival. Chart Tenders 2 Charlie. 8 is 132 Nala 8, haben wir gerade gehört. Airport Elevation -11. Honor 1 required, hectopascals. Transition Level bei ATC haben wir gehört, ist Level 4-5. Navigation in the initial and intermediate approach is primarily based on radar vectors provided by ATC. Night procedures ab 22:30 bis 6:30 Local. 22:30 ist es noch nicht und wird es auch nicht sein, wenn wir da ankommen, deswegen ja, werden wir den dann nicht fliegen. Altitude at initial approach fixed at ATC discretion, see applicable nights transition, okay, naja, das können wir ignorieren, wie gesagt. For additional speed and level restrictions, information refer to airport briefing 10-1 Papa pages. Max to 50 below level 100 unless otherwise instructed. Und dann können wir hier über Topper rein, 250 or below. Monial, Ropvi und dann Left Turn Sugol, Maximum 250, genau das haben wir ja auch geändert bis, oder auf 250 or below. 250 bei Topper, Monial, Ropvi, Sugol, 250 below, passt wunderbar. Und dann erwarten wir Radar Vectors für den ILS 1-8 Right. Der Localizer Victor Papa Bravo 1101, Final Approach Course 182 degrees. Final altitude 2000 by Alpha Mike 621, Decision altitude 187 feet. Airport elevation -11 haben wir gerade schon gesehen. MSA 1800, abgesehen von Süd-Südost mit 2300. 187 können wir schon mal setzen. Is set on MCP. Set on both sides. Departures on runway 24 may be executed simultaneously. Due to these departures, strict adherence to the missed approach procedure is required. Haben wir gerade gehört, Main Departing Runway 24. Also Runway 24 wird durchaus genutzt. Deswegen dann hier dieses Do Not Overshoot Radial 240 Schiphol. Navigation in the initial and intermediate approach segment is primarily based on radar vectors provided by ATC. Execution of the complete procedure overhead Sierra Papa Lima VOR in case of communication failure. Alles klar. Contact ground after vacating the runway. Hier gibt es noch ein Holding und dann der ILS DME 1101 Victor Papa Bravo. Der führt uns dann über Dibru bis Pevos, Maximum 220 Pevos. Und dann Alpha Mike 61, 3 degrees down to 187 feet. The missed approach. A right turn, maximum 220 as soon as practicable, but not below 500 feet. Das heißt dann also missed approach 500 feet right turn. To Alpha Mike 624. Do not overshoot the radial 240 Schiphol. Climb 2 and cross Alpha Mike 64 at 2000 at Alpha Mike 64 track 300 degrees. Inform ATC immediately. Also, straight ahead 500 feet right turn, max 220, Alpha Mike 64, climbing to 2000, after Alpha Mike 64, further right 300 degrees. Ja, Taxi haben wir gerade besprochen, wir müssen dann nur schauen, ob dann Ground online ist, den wir dann sonst rufen müssten, nachdem wir dann da gelandet sind. Aktuell ist aber nur der Tower online. Das heißt, darum müssen wir uns jetzt aktuell nicht kümmern. Die regen sich auf Unicom gerade über einen Open Mic auf.
Wir hören es zum Glück nicht, wir sind da weit genug weg. Dann haben wir es erstmal. Fixes for Runway 18 right. Einmal ruhig bei 5 Meilen und bei 10 Meilen. ILS Victor Papa Bravo 110 182 degrees. Ist korrekt. Das war zu weit. 182. Set both sides. Repol VOR würde ich erst nochmal tunen. 1084. Und dann 1101 Pre-Tune. Wunderbar, dann können wir uns auf die Fix-Page noch das Repol VOR mit dem Radial 240 setzen. Das Repol Amsterdam. Sierra Papa Lima. Ne, nicht Distance. Radial 240 bitte. Sierra Papa Lima, ja. Sehr cool. Top Harmonie, Ropi Sugol und dann geht's dann hier weiter. Alpha Mike 621, 622, 18 right und dann der Miss Approach. 500 feet, right turn 624, max 220, climbing to 2000 feet und dann 300 degrees den Vektor. Das ist wunderbar. Das Radial 240 sehen wir hier. Das dürfen wir dann nicht überqueren, weil auf der 2.4 wie gesagt gestartet wird. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir's. Wie das aussieht mit Speed Restrictions, wenn wir uns Amsterdam nähern, ich will das nochmal nachlesen. Reference. Overview? Nee, okay. Das sind nur die Runways. Das dürfen wir dann hier finden. 10-1 Papa Pages. Noise Abatement, General Wind Criteria. Low Visibility Procedures. Surface Movement Guidance. Runway Operations. Anticipated runway exits after landing. Runway 18 right. Upper heavy, lower heavy, upper medium. Victor 2 wird da anticipated. Das heißt für uns also... Ja, Victor 2 ist der zweite. Den denke ich, werden wir auch durchaus dann auch schaffen. Dann schaue ich nochmal weiter, ob ich da noch was finde. Das ist interessant, was man hier so lesen kann. Parking. 747 Restrictions. Use of APU. On of Equipment, General, Birds. Einfach Birds, Punkt. Arrival, lost communication, inbound clearance not received. Ach, Lost Communications. Okay, nee, das gehört alles noch zu Lostcom. Ja, alles klar. Mr. Approach ist hier nochmal überall gelistet.
Transfer to Schiphol Tower. Speed and level restrictions. Actual descent clearance will be as directed by ATC. Additionally, ATC may request specific speeds for accurate spacing. In the event of a new, non-speed related ATC instruction being issued, for example an instruction to descend on ILS, pilot shall continue to maintain the previously allocated speed. Comply with any level or speed adjustment as promptly as feasible within operational constraints. Aircraft unable to conform to the speed required level or speed changes due to safety-related reasons shall inform ATC as soon as possible. Furthermore, cross initial approach fix, das heißt wir uns Sugol, at or below level 100 unless otherwise instructed. Max 250 below 100 unless otherwise instructed. Speed 250 to 220 from the initial approach fix or holding facility during the initial approach. Speed 180 on interception heading to final approach. Between 180 and 160 when established on the final approach, or maintain instructed speed until descent on the glide. Speed restriction to at least 160 knots is allowed without ATC approval when descending on the glide path. Maintain 160 until 4 before threshold. Wake turbulence category super heavy. Maintain instructed speed 160 until 5. Speed higher than 220 accurate within 10 knots. Speed lower than 220 accurate within 5 knots. Das ist interessant. Okay, das heißt also Sugol bzw. Initial Approach Fix Max 250 below 100 natürlich. Und after Sugol between 250 to 220 Intercept 180. Und dann im Final 180, 160, beziehungsweise man darf dann auf 160 reducen. When descending, speed reduction to not lower than 160 is allowed without ATC approval. Und dann 160 till 4. Ja, ich würde sagen, dann machen wir uns hier einfach mal einen 4 Meilen Radius Zirkel rein. 290 set. Initially erstmal 4 Miles. Perfekt. Dann wissen wir Bescheid. Die Top Bar to Alpha können wir hier aufmachen. Contact Me haben wir noch nicht erhalten. Wir sind dann gleich auch erst dann im Luftraum von Amsterdam. Dann können wir nochmal rechnen. Landing en route. Runway 18 right, elevation, runway is dry. Import, flaps 30, packs on, NTI is off, VREF additive 5. Import the weather, 220 at 11. Das ja, gibt uns ein Headwind Component von unter 10 Knoten. Auto rigs 2104 meters. Ich denke, das reicht wunderbar aus. VREF ist 148. Beziehungsweise, wenn wir dann nochmal unsere Gewichte auch entsprechend ausrechnen, das sind 400 Kilo. Das heißt 60.8. Ja, 60.8 hat er auch genommen. Dann passt das. Required landing distance 2104. Damit erwischen wir Victor 2. Sehr cool. Dann würde ich sagen, können wir die Descent Checklist lesen. Pressurization, landing altitude 0, recall is checked, auto brake 2, landing data, VREF flaps 30, 143, barrel minimums 187 feet, approach briefing completed. Damit ist die Descent Checklist complete.
Nochmal einen Schluck trinken. Da können wir gleich tiefer setzen. 250 is now set. Nein, wir können auch, ja, wir können ruhig tiefer setzen, das hat keinen Sinn. Bei Topper below 250 können wir erstmal auf 200 gehen, würde ich sagen. Ist set on MCP. Heading Berg natürlich hier alleine. Also wir betreten den Luftraum auch an einer sehr interessanten Stelle eigentlich, also so ein bisschen schräg.
1000 feet. (120) is now set. Ich glaube wirklich, die meiste Zeit von diesem Stream heute wird das Taxi in Anspruch nehmen. Leider Gottes. Von der One-Eight-Ride da einmal ganz runter. Ah, ja. Herrlich. Da haben wir's. 12575. Available on 132.980. Thank you. KLM 678, contact Brussels Control on 131.1. KLM 60 Golf, climbing KLM 60 Golf, hello, climb flight level 250. Climb 250, KLM 60 Golf. FedEx 16 Tango, offers Hugo, direct Sierra Papa Lima. Ich höre dir nicht antworten, aus so einem Grund. Keine Ahnung. Zu weit weg. In Amsterdam, good evening. KLM 1184, passing 180 inbound to Ammonia. KLM 1184, hello, runway is 18 right. Descend to flight level 150. 18 right, descending 150, KLM 1184. Ryanair 67 Whiskey Quebec, Monitor Unicorn, bye bye. 150 set. Ryanair 4 Tango, descend to flight level 100. Down to 100, Ryanair 4 Tango. Sierra Papa Lima. 60 Meilen. Was das angeht, so haben wir eine gute Höhe. 6 mal 3 ist 18, wir sind auf 17 gerade. Und haben aber natürlich noch mehr Trackmeilen als jetzt die direkte Distanz bis Sierra Papa Lima. 121.205. KLM 1234, turn right heading 080. Das können wir auch schon mal pre-selecten. KLM 1234, turn right heading 080. KLM 1234. Wild. KLM 1234, turning right to 080. KLM 1184, fly heading 190, descend to flight level 100. Fly heading 190, descending level 100, KLM 1184. Heading 180, 100 is set. MCP speed. Econ descent bei 279 Knoten. Alpine 62 back to November, hello, climb flight level 250, direct SONET. Hello, 250, direct SONET. DG 1746, contact triple approach on 121.205. Contact approach, region 10%. FedEx 16 Tango, contact triple approach on 121.205. Wollen Sie nicht antworten? Ryanair 4 Tango, contact lange radar 119.11, bye bye. 119.11, final avond, Ryanair 4 Tango. Und KLM 60 Golf, direct 3000 feet to level off. Direct Datum 60 Golf. Condor 2 Mike Lima, after R-tip, direct Sierra Papa Lima. After R-tip, direct Sierra Also wir haben jetzt noch 4 Tonnen. Das heißt, wir haben jetzt noch 1,9. Über eine halbe Stunde haben wir noch. 1200 wäre eine halbe Stunde. Negative, it will be radar factors only to the runway. Okay, thank you.
Also wir haben noch gut Zeit. Left and right now, run at 7654 times Sierra 11 has clearance to Right at 7654, clearance to Vilnius via Velny 1. MCP speed, vertical speed. Climb to flight level 60. Speed 250 set. 3144. SD 310 parts up 6,144. Initial climb is flight level 60, the rest is correct. Initial final. Good afternoon, Rufzeichen, Lima Heavy, approaching flight level 110, ready to shed at departure. Cargolus 947 Lima, climb flight level 1000 feet to level off. Flight level 250 and direct to Nach for the Cargolus 947 Lima. KLM 1184, turn left direct Sierra Papa Lima, descend to flight level 70. Descending 70, left turn direct Sierra Papa Lima, KLM 1184. KLM 165 with you, speaking on the combination for Gap. Sierra Papa Lima. KLM 165, follow direct to Sugol, runway 18 Amsterdam. descend level Und dann machen wir so. Direct Sugol Und and descending 100, 185. enough. KLM 165. Sam radar, direct departure into Speed 86 Foxtrot Yankee, hello, identified. Climb flight level 390. So, wir sind dann gleich hinter Sugol, das heißt between 250 and 220 Knots hatten wir ja gerade KLM gelesen. 1234, contact civil approach on 121.205. KLM 1234, can we have another vector? Do you want to the left or to the right? Can you repeat? Why is the current heading not good? Is it still good? Well, then turn right heading 110. Turning right 110. Interessante Konversation And hier KLM gerade. 1234, contact civil approach on 121.205. Bye bye. Goodbye, contacting Singapore approach. What frequency? What frequency, Entschuldigung. Oh Mann, das ist vielleicht ein bisschen KLM überheblich. 1234, what Aber ich finde frequency? diese Konversation hier gerade so absurd. KLM 1234, say again. What frequency, Singapore approach? KLM 1234, 121.205. Get a 63 Golf has to, we have to log off to something personal, sorry. Eeuw, fijne avond. Ja, dankjewel, jij hebt een fijne avond. Ja, schade. Kann aber Volgende passieren. bij Klima descent to flight level 70. Descent flight level 70, KLM 1184, contact civil approach on 121.205. Approach 121.205. KLM 1184, bye bye. Oh, er ist ein bisschen leiser. Descent 2000 feet, QNH. What will be the landing runway? KLM 1234, information echo, vector ILS approach runway 18. Information Echo jetzt. Descent flight level 45. FedEx 16 Tango, right 090 full take. Right 090, thanks, 16 Tango. And approach KLM 1184 with you, approaching 70 information Charlie. KLM 1184, information echo now current, vector ILS runway 18 right, descent flight level 45. Descent 45, expecting 18 right, and we're gonna check Echo KLM 1184. 45 sets. Triple approach. Level change. KLM 1234, triple approach. Triple approach, KLM 1234. What do you want from? What When do you have you an engine want? out, you can't just do anything you want, sir. So please listen to my instructions, otherwise I cannot. I'm sorry, I disconnected. Could you repeat? EC 1746, turn left heading 010. Turn left heading 010, Ivanton. FedEx 16 Tango, turn right heading 150, clear approach runway 18 right.
Right, 150, cleared islands approach 18 right, 16 Tango. Europa 81 Golf Mike, contact tower 119.230. KLM 1234, Schiphol approach. Ja, ich finde das gerade ein bisschen unangenehm hier zuzuhören mit KLM 1234, bin ich ganz ehrlich. Full approach, good evening, Condor 2 Mike Lima, flight level 70 inbound. Und irgendwie haben wir noch keine Wolke erwischt, oder? Condor 2 Mike Lima, information echo, Der Windpark auf der Nordsee. Right, descent 55. FedEx 16 Tango, contact tower 119.230, bye-bye. Tower 119.230, many thanks, bye. Easy 1746, descent 2000 feet, QNH 1005. KLM 1234, mayday, mayday, mayday. We have a engine loss already, as we are having severe instability with the aircraft. KLM 1234, you're not listening to my instructions, so I can't help you. Yeah, either disconnect or listen to my instructions. What were your instructions? Could you repeat? Wait, turn left heading 36, passing turn left heading 020. Disconnected again. Oh, was? 1046, descent flight level 2000 feet. What else? Hey, wirklich, nee, das ist ja so unangenehm. You can reduce speed to 100. Es ist ja, oh Mann, ah, okay. Approaching 45. Reduce speed to 100. KLM 1234, can we have instructions? Oh. KLM 1234, you keep disconnecting constantly. I cannot help you. MCP Alt Acquire. Speed 240. Sensor 9 Alpha, contact Amsterdam radar 15750. Yeah, I'm sorry about that. We are having kind of issues with my computer. So, da ist ein Regenbogen und die Küste ist in Sicht. Like every 5 seconds. I cannot help you if you keep disconnecting because you can't hear me. So either disconnect fully or fix your internet, sir. Fix your internet. KLM 1184, descend 2000 feet, QNH 1005. Descent 2000, 1005, KLM 1184. 2000 set transition 1005. Passing 4200 feet. No! And approach checklist, altimeter is 1005. Approach checklist complete. Taxi stand all three. Speed 230. Easy 1746, right heading 090. Heading 090, region central. Condor 2 Mike Lima, descent flight level 45. Ja, ich würde sagen Engine NTI ist on. Die Sicht wird schlecht hier, es wird so ein bisschen diesig gerade. Und 5 Grad. Das heißt für uns Icing Conditions. KLM 1184, left heading 010. Left turn heading 010, KLM 1184. Heading select, heading 010. 646, turn right heading 150, clear to approach runway 18 right. Easy 1746. Yes. Alpha Mike 621 wäre auf 2000, das wäre dann da. Heading 210. Und dann können wir hier mal updaten, unser KLM FNC. 1234, it seems that we fixed the internet issue. Could you help us further? 2500. Checks. KLM 1234. Are you now gonna listen to my instructions? Yes, I am. Okay. You are now, nearly colliding into another aircraft because you turn left heading 050 immediately. Kommt da ein Readback? KLM 1234, speed
Below cloud level 100 is maximum 250. Reduce speed to 20 now. Reducing speed to 20 now. KLM 1184, speed 180. Reducing 180, KLM 1184. 102 Mike Lima, Flaps 1. descend 3000 feet, QNH 1005. Descend 3000 feet, QNH 1005. Non-standard flaps 2. Correct, speed 200. Speed 200. Dann bekommen wir hier perfekt auf die 180. Ich wollte jetzt... KLM 123 for... Also es sind nur 6 Knoten oder was ist das? Ja, aber ja. Ich meine bei unter 220 5 Knoten genau könnte man schon sein. Das stand ja auch so, hat man ja gelesen in den Pages. Von daher. So, ich pausiere mal die Musik jetzt. Heading 220 is answer. And easy 1746, do you have the runway inside? Do I have what? Do I have what? I can't really get what you're saying. Sorry. Okay, Condor 2 Mike Lima, turn right heading 360. Turn right 360, Condor 2 Mike Lima. KLM 1184, turn right heading 150, cleared ILS approach runway 18 right. Right 150, we're cleared ILS 18 right, KLM 1184. EC 1746, are you gonna make it? Heading 150. Und die Frequenzen natürlich nochmal switchen. I think I'm too high. Okay, KLM 1234, turn left heading 275. Alpha Mike 621. Turning left 275, KLM 1234. EC 1746, if you want to cancel... Victor Papa Tango, glaube ich, war das. Victor Papa Bravo, Entschuldigung. Go around. Roger, cancel approach, turn right heading 270, climb 3000 feet. Climb 3000 feet, turn heading 270, region 746. Victor Papa Bravo identified on my side, first officer side as well. Dann dürften wir jetzt auf 160 bis 4 runtergehen. Aber noch können wir die Geschwindigkeit halten. Turn right 060, Warlock ist armed. Mr. Approach 2000 ist schon gesetzt. Warlock Capture. 6022, dan vervlieg tot 10. Glides up Capture. KLM 165, descending 70. Glides up Capture, Glides up Armed, Entschuldigung. KLM 1234, the speed 200 knots. Heading 182 degrees. KLM 1234, speed 200 knots. 200 knots is already on our speedometer. Okay, yeah, you were assigned 220 earlier, and you are not turning the right heading, sir. Turn right heading 290 now, you are turning too far to the left. Yeah, I'm sorry, we're having instability due to an engine failure, I'm very sorry. KLM 1184, contact tower 119.230. 119.230, KLM 1184, good luck. Butter it, I will certainly try. Flaps 5. Glides up Capture. Bearings 1 Victor Papa, contact departure 121.205. Papa Tango Oscar for leaving my leaving my sector, emergency change approach. Change approach, Papa Tango Oscar. Tower, good evening, KLM 1184, 36, correction, 18 right. KLM 1184, runway 18 right, cleared to land, wind 240, raise 1 knots. Cleared to land on 18 right, KLM 1184. Right, gear down, flaps 15. 3228, fully ready. Oh, das war schon an. Cleared to land. Station calling calls. Armed. KLM 3. Match the speed. KLM 3228 behind. Engine NTI still on. Sherman. Correction, when the Airline A320 has started to taxi from left to right behind, pushback startup approved. 1000. We're clear of the Airline is behind. Flaps 30. Shower to ready. And then checklist, engine start switches continuous, speed brake is armed, and gears down. Flaps now 30 with the green light, clear to land, stabilized. Ja, es war jetzt keine, nicht ganz 1000 Fuß, aber können wir ja mal ein Auge zudrücken hier, oder? KLM 812 information, Echo current unit 1005, pushback startup approved. Info Echo 1005, push start approved, KLM 812.
Approach lights ahead. 85 Zulu Whiskey, runway 24, clear for takeoff, then 240, raise 1 knots. Cleared. ET85 Whiskey, model. Disconnecting. Hello, 336 behind, departing A320, line of way, runway 24, Keep it descending now, slightly high. Yeah, runway. Shamrock 603, 506, continue. runway 24. Line of way, runway 24, 603. 50, 40, 30, 20, 10. Speed brake up. Reverse normal. It's very foggy indeed. Auto brakes off. And you're braking. 3, runway 24, clear for takeoff, then 240, raise 1 knots. Runway 240, station 603. And 60 knots. Cancel the reverse. KLM 1184 vacating Victor 2. KLM 1184, welcome to Amsterdam, text Delta 5. At Whiskey 13, cross runway 18 center. Taxi Delta 5 at Whiskey 13, cross 36 center, KLM 1184. Left side is clear. Ja Leute, willkommen in Amsterdam. Ja, ich würde sagen, Touchdown an sich war wunderbar, mit ein bisschen Crosswind von rechts. Aber an sich, Touchdown war doch wunderbar, würde ich sagen. Speed brake, flaps, retract, flight directors, plus 100. Rechts ist frei. Cancel the minimums. Probe Heat geht nach aus und Engine NTIs kann auch ruhig aus. Natürlich, mittlerweile wieder. Ja, wunderbar. Dann rollen wir jetzt hier geradeaus. Victor Sierra und dann Victor Whiskey 13 Cross 36 Center und dann Delta Alpha wahrscheinlich dann bis Delta 5. Foxtrot Echo Delta 5 ist da, ja. Dann geht's dann über Alpha. Okay. Also, Victor, Whiskey 13, Cross Runway und dann hier Delta und dann Alpha bis rum. Alpha dann bis hier rum, bis dann Delta 5 hier unten. Shamrock 603, contact departure 11.205. 1205, Shamrock 635. KLM 3228, request taxi. KLM 3228, taxi to holding point 07, runway 24. 0724, KLM 3228. Easy 251, cleared Hamburg, on deck to Sierra departure, runway 24, initial climb 1260, stroke 01. Delta Gate, Delta 5 bitte. Easy 251, please stay back again. Easy 251, cleared Hamburg, on deck to Sierra departure, runway 24, initial climb 1260, stroke 0157. Triple Tower, good evening. Condor 2 Mike Lima, ILS approach 18 right.
Da ist der Kunde, der kommt jetzt hinter uns rein. Ah, der KLM 1234 von gerade, der hat tatsächlich auf VATSIM einen Flugplan von Gatwick nach Hamburg gefeilt. Aus irgendeinem Grund. Und der wird nicht am Flughafen angezeigt, sondern daneben mit einem Ground Speed von 0 Knoten und einer Altitude von -6 Fuß. Ah, ja, okay. Na gut. Lief wohl nicht so erfolgreich bei ihm. So, Whiskey 13. Da ist immer noch, ja, Whiskey 5 steht da immer noch. Eigentlich müsste es Whiskey 13 sein, wie gesagt, aber das kennen wir ja schon. Früher hieß er ja auch Whiskey 5, der Rollweg, mittlerweile ist es nur eben Whiskey 13. Einmal über die Autobahn hier drüber und dann die Linkskurve hier. Whiskey 5 ist eigentlich Whiskey 13, wie man sieht. Clear to cross the runway. Runway ist sowieso nicht aktiv. KLM 1234, you did not report with me or approach for the landing, so I don't know what your intentions are here. Ja, soweit man das sehen kann, ist jetzt hier erstmal nichts klar da. Okay, da verschwindet die Hälfte der Bahn im Nebel. Und dann geht es jetzt hier rechts auf Delta, weil wir hier in Amsterdam auch eben Rechtsverkehr haben. Deswegen biegen wir jetzt hier die erste rechts ab und nicht die zweite rechts auf Delta. Cleared for takeoff, KLM 812. KLM 3228, behind the company 737, line of way, KLM 824. Ja, die Company... Mir wird die Sicht ja auch immer schlechter, oder? Oder sieht das nur so aus? KLM 3457, contact departure 121.205. Contact departure 121.205, thanks, the Airline advice. KLM 3457. Dann gleich den zweiten links, hier ist die 0927, das ist der Localizer von der 27. Und wir biegen jetzt hier den zweiten rechts ab. Genau, Bravo, und wir wollen aber Alpha haben. Da Alpha, Alpha 22, genau. Flight level 250 is not allowed in Germany. Can you accept flight level 230 or 270? 1 Yankee Bravo, flight level 270, cleared Hamburg, Amdic 27 departure, runway 24, initial climb flight level 60 on squawk 3133. Links und rechts ist soweit frei und ja, jetzt sieht man hier gut den Rechtsverkehr wieder auf dem rechten der beiden Rollwege und auch hier auf dem rechten der beiden Rollwege dann gewesen. Das ist so das Prinzip hier in Amsterdam. Und was auch immer der Feuerwehrtruck da macht oder was das ist, ja. Ich habe keine Ahnung. Rollt er hier einfach durch die Gegend, ne? Das ist schon frech. KLM 165, I license voice on advice. KLM 165, number 2, continue. Number 2, continue. Und dann bis Delta 5. Wir kommen jetzt hier oben über Alpha dann rein. Und dann geht es hier Alpha weiter bis Alpha 10 und dann Delta 5. Vielleicht kriegen wir die Anweisung, dass wir über Alpha 13 rein dürfen, ansonsten standardmäßig über Alpha 10 entsprechend der Pfeile. Air France 23 Sierra Gate Charlie 7 information Foxtrot on board requesting pushback and start. First KLM 3228, coming 24, clear for takeoff, then 250, race 1 for knots. Da ist soweit alles frei. Runway 24, clear for takeoff, then 250, race 1 for knots. Alpha 18 bis Alpha 10 müssen wir noch. Air France 230, runway correction, information Foxtrot, turn condition 1004, pushback and startup approved. Pushback and start approved for Air France 230, yeah.
Wir können sonst APUs da starten und vielleicht mal ein Single Engine Taxi machen. Expect late landing clearance to wind 25 14 knots. Expect late landing clearance. Ich weiß nicht, ob KLM das macht von Procedures her, standardmäßig. Aber wir können es ja sonst einfach mal machen. Aber wir brauchen eben immer zu jeder Zeit zwei Quellen für AC und DC Power. Also ne, zwei elektrische Quellen. Das heißt, wenn wir die 2 ausschalten, haben wir nur noch das Triebwerk Nummer 1. Deswegen brauchen wir noch die APU, die dann die 2 ablöst. Alpha 14. Pushback start approved, we have information in Foxtrot, and then wait for now. Easy 1746. I believe I'm at taxi Alpha 13. W6. Easy 1746 next time, don't land without landing clearance. For now, taxi to Hotel 1 at this Ski 13 cross runway 18 Und center. Nummer 2 ist aus. Easy 1746 taxi to Hotel 1 at this Ski 13 cross runway 18 center. To my Klima, did you call me? Easy 17646, welcome to Amsterdam, taxi to Hotel 1 at Whiskey 13 cross runway 18 center. Taxi via Hotel 1 to runway 18 center. Das ist auf einmal so leise geworden, oder? Easy 1746 negative, taxi to gate Hotel 1. Dann biegen wir jetzt hier gleich rechts ab. Auf Alpha 10, genau. Easy 1746 affirm, give way to the KLM 737 for right, on the right. Ja, die Sicht wird gerade auch irgendwie immer schlechter. Habe ich wirklich so das Gefühl. Towers on final Transavia 6006 and waiting on it. Transavia 6006 from 1 and try clear to land to wind 2506 1 for knots. Clear land runway 1 and try Transavia 6006. Delta 5 dann da in der Ecke. Rechts ist erstmal frei. Taxi to Delta 1, 2 via Victor and Whiskey 1. Da, wo die Treppe steht, genau, da müssen wir dann noch hin. Triple Tower, easy 251 requesting pushback answer. Delta 7 und Delta 5 takes lead off. Delta 31 Whiskey 36 okay, that was. Triple Tower, good evening. Alpine 64 X-ray Hotel, stay in Hotel 4, information Foxtrot, IBR clearance to Berlin, please. Station calling for clearance, stand by. Triple Tower, requesting pushback on start, easy 251. Easy 251, I'm not calling you, that means I'm busy, stand by. So, 5 Meter noch. So. Break set. APUs on the bus. Number 1 is off. Charlie 9 5 Quebec at Whiskey 13 to Australia 18 Seatbelts, Igniter.
Isolation valve, open, APU bleed on. Oops, nee. Anti-collision light off. Station calling for taxi. KLM 1849. KLM 1849, taxi holding point 07, runway 24. Taxi holding point 07. Standby 2000. Air France 230. Und den Trim noch auf 4 Units setzen. So, dann haben wir es geschafft tatsächlich. Holding point 07, runway 24 for Air France 230. Und Deboarding. Air France 230, just for me, taxi by Alpha 6. Taxi via Alpha 6 for Air France 230. Ja, das sieht nice aus. Das sieht schon ehrlich stark aus. Ja, das war doch erfolgreiche Landung, würde ich sagen. Erfolgreicher Flug hier aus Bergen Richtung Amsterdam. Ich würde gleich nochmal einen Screenshot machen, wenn hier die Brücke angedockt hat. So, zum Beispiel. Und dann schauen wir nochmal, was Volanta gesagt hat. Landing Rate Wise. Ja, minus 266. Für die Crosswind Landing würde ich sagen, das war wunderbar. Auf den 1000 Fuß Marker, so wie das hier aussieht. Ja, wunderbar. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen restlichen Abend. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.